Moin Moin, willkommen zum neuen Tutorial. Heute was Kleines, Feines, Schnelles. Habe ich auch schon als Shorts gemacht, ohne Erklärung. Könnt ihr gerne mal reingucken oder ihr bleibt einfach hier. Vorab würde ich mich schon über ein Like freuen, ein neues Abo oder das Glöckchen an. Ne? Kann ich auch mal wieder sagen. Aber wir legen los. Wir wollen einen Text über das Textwerkzeug schreiben. Hallo, ich bin hier. So. Und das können wir hier mit Ctrl T. Ihr seht jetzt auch immer schön, was ich für eine Tastenkombination drücke. Das habe ich mal neu gemacht, weil ich schon mal die Frage bekommen habe, hey, was drückst du da eigentlich? Jawohl. Und so ist es gleich da. Und ihr könnt das sehen. So, jetzt möchte ich diesen Text hinter diese Frau machen. Natürlich ist es jetzt auf dem Bild drauf. Dazu kopieren wir uns die Hintergrundebene. Entweder mit Ctrl und J. Oder wir ziehen die Hintergrundebene hier unten auf das Plus, wo wir eine neue Ebene machen. Dann macht er auch eine Kopie davon. Wir brauchen jetzt nur eine. Deswegen nehmen wir die hier oben. Wir machen auf Auswahl und Motiv. Und bei Motiven sucht er eigentlich meistens, wenn Personen drin sind, auch die Person aus. Und markiert die. Jawohl. Hier machen wir jetzt nichts weiter. Und drücken hier unten auf Maske erstellen. Jetzt haben wir das Frauchen alleine. Wenn wir hier den Hintergrund wegmachen, sehen wir, da ist sie allein. Jetzt ist es eigentlich ganz einfach. Wir schieben diese Hintergrundebene mit der Maske hier nach ganz oben, damit die an erster Position ist. Das heißt, die ist im Vordergrund. Alles, was darunter ist, ist im Hintergrund. Genau wie der Text jetzt auch. Wenn wir uns den hier ziehen, ist er hinter der Frau. So, wofür ihr das jetzt benutzen wollt, weiß ich auch nicht. Aber manchmal hat man ja vielleicht so Sachen oder andere Objekte. Wenn hier eine Banane steht oder sowas, dass man den Text einfach dahinter machen möchte. Machen wir die jetzt natürlich wieder aus. Diese erste Ebene ist der Text wieder davor. Und so geht das ganz leicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein kleiner, schneller Tipp. Und dann hören wir oder sehen wir uns das nächste Mal. Bis dann. Ciao, ciao.